Was die Diskussion hier von den anderen unterscheiden soll, ist der Ansatz. An erster Stelle wollen wir in dieser Diskussion die Konzeptualisierung der Vor- und Nachteile der Fragestellungen in den Vordergrund zu stellen, weil das hilft, über die Detaildiskussionen zu verstehen, worum es geht. Ein zweiter Punkt ist, dass wir versuchen, die akademische Forschung in diesem Bereich zu betonen. Und der letzte Punkt ist, dass wir auch wollen, dass in dieser Diskussion nicht nur akademische Ökonomen, sondern die Spitzenleute des Management des Euroraumes auch zur Diskussion kommen. Daher meine erste Frage an Sie, Frau Kollegin Benassi-Carré. Können Sie in einfachen Worten zusammenfassen, wo Ihre 7+7 Mitstreiter die wichtigsten Probleme des Euroraums sehen, was die Vorschläge sind, die Sie auf den Tisch gelegt haben, die wichtigsten? Ich weiß, es ist ein sehr langes Papier, aber damit auch verbunden, was die Diskussion der letzten 18 Monate mit sich gebracht hat, wie weit das Ihre Sichtweise, die damals gehabt haben, durch die Diskussion verändert wurde. I think we still have three main problems. The first one is that financial markets are still fragmented, fragile and fragmented. So this is fine in the short term, but if something goes wrong, either with the government or with the private sector, then this immediately weakens the position, the balance sheets of the banks. Hence, the banks become less willing, less in a position to lend, and so they cut the credit, and it makes things worse in the economy. It would be safer if banks had balance sheets more diversified. Second problem is that inflation is extremely low today in the euro area. You could say, well, it's fine because prices are stable. This is good for purchasing power. The problem is that prices have not ended their relative adjustments across the euro area. So today there is 1.6 percentage point difference between the highest inflation rate and the lowest inflation rate in the euro area. And the third problem is, I think there is still a fundamental flaw in the euro area that has not been completely fixed. The elegant way out of this is growth and inflation. If you have growth and inflation, then the tax base goes up and it's easy to repay the debt, to reduce the deficit and so on. But we have neither growth nor inflation today. So we are stuck in this problem, and we pretend that cutting spending and increasing taxes is the solution. But I think, to conclude with, I think that the crisis has destroyed simple ideas about economic policy. It has destroyed the idea that the ECB could take care only on the aggregate, the euro area as a whole, and it would be just the government to take care of their own diversity. This has been destroyed. We've seen that we need European solutions for local problems. Second thing, it has destroyed the idea that you can separate entirely growth policies from stabilization policies. And third, it has destroyed the idea that external imbalances, because you are in a monetary union, external imbalances, so if you have a trade deficit, it's benign because the money will flow in the country, which is right. But nevertheless, we've seen that you can experiment what we call sudden stop, where the flow, at least the private flows, will stop suddenly and this cause a lot of damage. Ich möchte jetzt die Frage weitergeben, Vorstellung zu Herrn Regling, der eines der wichtigsten und mächtigsten Institutionen im Euroraum leitet. Was Sie jetzt gehört haben, aber Sie kennen das sicherlich auch aus der Literatur, hat Sie das beeindruckt? Haben Sie jetzt das Gefühl, Sie können zufrieden in den Ruhestand gehen, oder haben Sie das Gefühl, Sie müssen noch weiterhin an der Verbesserung
und Vertiefung des europäischen Stabilisierungsmechanismus bauen, mehr Geld zur Verfügung zu haben, beziehungsweise die Regeln dort zu verbessern? Europäische Integration ist eine Daueraufgabe. Das gilt natürlich auch für die Währungsunion. Und die ist ja auch erst 20 Jahre alt. Das ist ja im großen, wenn man in großen geschichtlichen Räumen denkt, ja relativ kurz. Auch wenn wir 20 Jahre davor schon angefangen haben nachzudenken, wie eine Währungsunion aussehen kann. Aber es gibt sie erst die 20 Jahre. Wir haben, wie wir eben gehört haben, in den letzten 10 Jahren nach erst der globalen Finanzkrise, dann der Euro-Krise gewaltige Fortschritte gemacht. Wir haben in 9 Jahren fast 300 Milliarden Euro an 5 Länder ausgezahlt. Und das hat sich bewährt in doppelter Hinsicht. Einmal hat es in diesen 5 Ländern zu mehr Reformen geführt als in irgendeinem anderen Land in Europa oder sogar der Welt. Deshalb haben auch diese 5 Länder heute eine bessere ökonomische Performance als andere Länder. Und zweitens haben wir das mit einem Konzept gemacht, das dem europäischen Steuerzahler kein Geld gekostet hat. Wir werden sowohl bei der europäischen Integration wie bei der Währungspolitik an kein Ende kommen, jedenfalls nicht so bald. Und es gibt natürlich weitere Punkte, die sinnvoll wären, um die Währungsunion noch robuster, noch weniger krisenanfällig zu machen. Dass die niedrige Inflation ein Hauptproblem der Währungsunion ist, kann ich nicht sehen. Es ist ökonomisch unerfreulich und macht es schwieriger, Lösungen zu finden, aber es ist ja ein globales Problem. Das ist kein Sonderthema der Währungsunion. In den USA, von Japan ganz zu schweigen, überall ist die Inflation niedriger, als wir das gewohnt sind von normalen Zyklen. Also das kann ich nun nicht als ein Sonderproblem der Währungsunion sehen. Ich glaube auch, der dritte Punkt in der Einführung, dass es ein Fundamental Flaw, ein Problem gibt, dass die monetäre Finanzierung von Staatsdefiziten verboten ist, kann ich nicht sehen. Ich denke, die Währungsunion würde nicht existieren, wenn wir diese Regel nicht hätten. Und wir haben gute Wege gefunden, trotzdem Solidarität zu zeigen. Was fehlt, und das ist auch sehr deutlich in dem Papier der 14 Ökonomen dargestellt, es kam nur ganz kurz zur Sprache, dass wir mehr Risikoteilung brauchen im Euroraum. Risikoteilung über die Märkte und Risikoteilung über fiskalische Kanäle. Über die Märkte können wir das erreichen, wenn wir die Bankenunion vervollständigen und die Kapitalmarktunion schaffen. Die fiskalische Risikoteilung können wir über zusätzliche Fiskalmechanismen zur makroökonomischen Stabilisierung erreichen. Hieran wird gearbeitet. Das ist ein schwieriges Thema. Hier kommen dann die unterschiedlichen Meinungen der einzelnen Länder herein. Einige Länder wollen sofort mehr Risikoteilung. Andere Länder wollen erstmal mehr Risikoreduzierung bei Ländern, bei den Bankbilanzen. Das stößt aufeinander. Ich erlebe das jeden Monat in der Eurogruppe, wo sich die 19 Finanzminister treffen. Deshalb gibt es im Moment in schwierigen Themen keinen Fortschritt. Und hier war das Papier der Ökonomen besonders hilfreich, weil es versucht hat, einen Kompromiss aufzuzeigen, wie man zu mehr Risikoteilung kommen kann, indem man zunächst aber auch betont, dass Risikoreduzierung da sein muss und Selbstverantwortung. Lassen Sie mich weiterschreiten zur Frau Elke König, die den einheitlichen Abwicklungsfonds leitet, als einer der 3 Säulen der Bankenunion. Wo sehen Sie Bedarf der akademischen Forschung, um Ihnen bei Ihren Bewältigung der Probleme noch besser behilflich zu sein? Wir haben erreicht in der Zeit durch den einheitlichen Aufsichtsmechanismus, der bei der EZB aufgehangen wurde, angedockt wurde, eine deutlich verbesserte, eine europäische Aufsicht über die großen Institute, aber auch als letztlich Qualitätsmaßstab für alle Institute. Tatsächlich ist die Aufgabe, und das ist ein Teil unseres Krisenthemas und ein Teil des Themas, an dem wir heute kämpfen, die Aufgabe natürlich, Banken überhaupt abwickelbar zu machen. Wir reden über die größten Banken im Euroraum und eine Lehre aus der Krise war,
wenn eine solche Bank in Schieflage gerät, ja, dann haben die Mitgliedstaaten in Ermangelung besserer Lösungsmöglichkeiten die Verluste sozialisiert, indem sie auf den Steuerzahler trafen. Die Summe dessen, was für Banken an Sicherheiten ausgelegt wurde, ist beeindruckend. Die einfache Lösung dazu ist unter anderem mehr Kapital, um einfach die Gefahr zu verringern, Kapital auch für eine Restrukturierung vorzuhalten. Wir sind dabei, all das aufzubauen, und vielleicht war einer der Schritte derer Sachen, die man so schnell gemacht hat, dass man geglaubt hat, in einem Schritt das alles hinzukriegen. Dafür braucht man aber Zeit. Was fehlt uns aber? Und das ist ein Punkt, da musste ich etwas schmunzeln, sogar als ich Ihr Papier las. Wir sollten uns immer mal klar sein, dass wir nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika leben. Zum einen müssen wir daran arbeiten, wir sammeln von der Industrie, die muss finanzieren, diesen Abwicklungsfonds, er ist also industriefinanziert. Und die Politik hat uns zugesagt, uns dazu einen sogenannten Backstop zu geben, also eine Entlastsicherung. Dieser Kredit oder mit diesen Mitteln sollten wir eigentlich so ein Ultima-Ratio-System haben, wenn wirklich einmal Mittel für eine Bankenabwicklung gebraucht werden. Was wir damit nicht haben, ist ein Mittel, ein Problem zu lösen, an dem Banken viel mehr und viel schneller knabbern als an der Frage, genügend Kapital oder nicht, nämlich Liquidität. Das zweite Thema, was fehlt, ist ganz eindeutig ein Thema, bei dem ich mir sehr viel wissenschaftliche Unterstützung vorstellen könnte, aber auch sehr viel politische. Ein einheitliches Liquidationsrecht für Banken. Was passiert, wenn eine Bank in Schieflage gerät? Es gibt auch ein Thema, das heißt Heimatland einer Bank und Gastland einer Bank. Und eine große Debatte, die wir führen, ist die, ja, wenn etwas passiert, dann denkt ja jeder zunächst mal an sich, dann wird also vielleicht erst an das Heimatland der Bank gedacht, denn da ist sie sehr groß. Und wenn dann ein Problem passiert, was passiert denn dann im Gastland? Die Debatte führen wir auch innerhalb der Eurogruppe, denn wenn ein Problem entsteht und die Einlagensicherung eintritt, dann rede ich von nationalen Töpfen. Hier zu vereinheitlichen wäre sicherlich für diese Home-Host-Debatte wichtig, und es wäre auch aus einem anderen Grund wichtig, und da kann man dann einen ganz großen Sprung machen. Wir gucken eben immer nach Amerika und sagen, die FDIC, die amerikanische Einlagensicherung, funktioniert hervorragend. Die ist aber letztlich die Einlagensicherung für alle Banken. Die ist von den ganz Großen bis zu den ganz Kleinen für alle zuständig. Die ist auch gleichzeitig der Insolvenzverwalter. Die hat eigentlich alle diese Funktionen in einer Hand. Aber wenn man den Unterschied große Banken, kleine Banken, all das angehen will, dann muss man an der Ecke weiterarbeiten. Und man muss an einer Ecke weiterarbeiten, an der die letzte Kommission gearbeitet hat. Ein Thema ist noch anzusprechen. Dafür möchte ich eben gerne Herrn Kollegen Zechner bitten. Er ist, wie Sie gehört haben, Professor für Finanzwirtschaft und beschäftigt mit seiner umfangreichen Publikation mit den mathematischeren Themen der Finanzwirtschaft. Ist das, was die Vorschläge da sind, die versuchen hier Finanzalchemie anzuwenden, ist das etwas, was erinnert an die Entwicklung in den USA bei den Hypothekarkrediten vor 2008? Oder haben wir uns so weit weiterentwickelt, dass wir wirklich uns erlauben können, so ein synthetisches Safe Asset zu haben und die Bedingungen erfüllen, dass es nicht zu einer unerwünschten Risikoteilung kommt? Ich glaube, ein zentraler Punkt, der von der finanzwirtschaftlichen Forschung sehr stark betont wird für die Stabilität des Euroraums, ist die Verquickung zwischen Staatsrisiken oder Länderrisiken und den Bankenrisiken. Die Frage ist, wie kann dieser Teufelskreis in den Griff bekommen werden? Und ich habe vergessen jetzt zu sagen, es gibt ja diesen Teufelskreis, den würde ich als den realen Teufelskreis nennen. Das heißt, die Banken reduzieren das Kreditangebot, das wirkt sich schlecht auf die
auf das Wirtschaftswachstum aus und das gibt ein Feedback auf das Landesrisiko. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, ändern wir doch die Regulatorik und zwingen wir die Banken, je nach Kreditrating des jeweiligen Landes Eigenmittel zu halten. Aber das ist aus akademischer Sicht nicht eine besonders sinnvolle Lösung, denn die ist sehr prozyklisch. Man könnte sich auch vorstellen, zu begrenzen, wie konzentriert die Anleihen eines Staates gehalten werden dürfen von einer Bank. Aber auch das hätte entsprechende Anpassungsprobleme. Und deshalb der Vorschlag auch von akademischer Seite, ein sicheres Asset zu schaffen, ein Wertpapier, das nicht dieses Risiko des Staates unmittelbar auf das Bankenwesen überträgt. Ja, zunächst an Sie, Frau Sigare, um Ihre sehr kurzen und wichtigsten Eindrücke. Danke. When you look at the history of the dollar, it took several decades and several failed attempts actually to get the dollar as we know it today. So it's important to remember. And Mrs. Koenig said that reforms took place very quickly and it was remarkable. But today they have slowed down very much. Perhaps we will get a new impulse with the new commission and new council and so on. And I think this inflation, yes, it's not specific to the euro area, but it's more toxic in the euro area. This is what I wanted to say. Nach meiner Meinung sollte es keinen Zweifel geben, dass ein Safe Asset wirklich die Vollendung der Währungsunion bringen würde. Denn die Vorteile sind da, Sie haben sie genannt, die Entkoppelung Banken und Staat, das Problem, dass Banken heute zu viele, vor allem nationale Staatsanleihen in ihren Bilanzen haben, kann damit beseitigt werden. International wäre es sehr gut, um die Rolle des Euro zu fördern, weil internationale Investoren suchen nach so einem Safe Asset. Insofern Safe Asset wäre ganz toll, wenn wir das schaffen. Aber ich denke, der akademische Bereich muss hier noch besser arbeiten. Das, was bisher an Vorschlägen gekommen ist, ist nicht gut genug. Ich würde aber sagen, Sie haben gesagt, die Wissenschaft muss da mehr leisten. Ich glaube, auch die Industrie muss mehr leisten. Wir haben halt immer noch, auch heute, in einigen Märkten, nicht überall, ganz erhebliche Bestände an Non-Performing Loans. Und ich konnte besonders gut leiten eine Aussage, die aus 2018 kam. Es ist nicht der Markt, der nicht funktioniert. Es ist vielleicht der Einzelne, der den Preis nicht mag, den sein Asset in diesem Markt hat. Und vielleicht auch manchmal zu erklären, dass es besser, dass es billiger ist, wenn man eine Bank abwickelt und die Gläubiger und die Eigentümer diese Abwicklung vorrangig bezahlen, als zu sagen, es wirkt so wesentlich eleganter, dass der Staat doch hier etwas Öl in die Maschine gibt und man das dann löst und irgendwo die Schulden, ja, die landen bei der nächsten Generation. Also dass akademische Vorschläge oft viele Jahre brauchen, bis sie dann wirklich implementiert werden. Ich denke zum Beispiel an Exchange-Traded Funds, die seit den 60er, 70er Jahren vorgeschlagen werden. Jetzt ist die Industrie draufgekommen, dass das eine gute Idee ist. Also Hoffnung ist noch nicht aufgegeben.